Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir einen VW Passat 3C 2 Liter Maschine, 2 Liter Pumpedüse, 103 kW, 140 PS, Motorcode BMP, Baujahr 2006. Warum weiß ich das so genau? Weil ich diesen Motor sehr gut kenne. Oder sagen wir mal, sehr oft dran war. Jetzt nicht speziell an dem, aber dieser Motor ist auch in einem Golf 5 drin. Dieser Motor ist auch in einem Skoda Octavia drin. Dieser Motor ist auch, wo ist er denn noch drin? Skoda Fabia, Seat, Leon. Und das Fahrzeug hat folgendes Problem, wie man im Titel lesen kann. Wir werden heute an diesem Motor Öldruck messen, weil dieses Auto läuft nicht, beziehungsweise lief nicht. Ich habe das zum Laufen bekommen und er lief ein bisschen und da kam die Leuchte auf Öldruck. Motor Stopp, Öldruck. So, und bevor wir jetzt anfangen umzusuchen, warum der Motor nicht startet oder nicht gestartet hat, wir haben den so zum Laufen bekommen und zwar, man startet den und er geht wieder aus. Man startet den und er springt an und geht wieder aus. Dann haben wir Fehler ausgelesen und dann habe ich den Ladedruckschlauch abgemacht. Seitdem läuft er. Das ist die eine Geschichte, worum wir uns später kümmern werden. Wichtig ist es erstmal herauszufinden, was ist mit dem Öldruck los, weil dieser Motor hat sehr gerne Probleme mit der Ölpumpe bzw. mit dem Imbus dafür. Andere Geschichte, ich hoffe, dass es nicht das ist, aber wahrscheinlich ist es das. Und deswegen erkläre ich das so weitgehend, weil wir wahrscheinlich sehr viele Videos von diesem VW Passat hier abfilmen werden, weil ich endlich Zeit habe, sowas abzufilmen, weil diese Ausgleichswellen ist alles nicht so mal eben abzufilmen und da gibt es Upgrades für, dass man diese Pumpen ersetzen kann. Für die meisten Leute, das was ich jetzt erzähle, für die meisten, die sich damit beschäftigen, kennen sich damit aus mit dieser Problematik und deswegen erkläre ich das für euch nach und nach. Also wie gesagt, er startet nicht. Startet, wenn man den Ladedruckschlauch abmacht, dann startet er, dann läuft er einigermaßen und zeigt keinen Öldruck. Deswegen gehen wir Step by Step, wenn ihr so einen Motor habt, 2 Liter, wichtig, Öldruck erstmal messen, gucken, ob er überhaupt Öldruck hat oder Öldruck nicht hat. Wenn er Öldruck hat, dann spinnt wahrscheinlich Verkabelung, Öldrucksensor. Wenn er keinen Öldruck hat, dann müssen wir in Richtung Ölsieb, die Ausgleichswellen, wir blenden mal so ein paar Bilder ein. Ausgleichswellen, da ist so ein kleiner Imbus, der schlägt aus, dreht sich gerne durch und treibt die Pumpe dann nicht an. Das spielt sich alles unten in der Ölwanne ab. Und ja, man kann sich jetzt gut vorstellen, wenn so ein Auto ohne Öldruck lief, wie der Motor von innen aussehen könnte. Deswegen müssen wir erstmal Öldruck wieder hinbekommen und dann gucken, manchmal hat man Glück, dass der Turbo jetzt nicht so einen großen Schaden bekommen hat. Manchmal ist der Turbo dann auch flöten gegangen, weil der Turbo sitzt ganz oben und da ohne Öldruck, da könnt ihr euch vorstellen, wie das dann da beim Turbo aussieht. Deswegen erzähle ich das so weitgiebig, falls jemand auf die Idee kommt, ein Auto zu kaufen, wo Öldruckprobleme sind. Ja, da kann der Motor natürlich einen abbekommen haben. Das Problem ist jetzt auch, er wird wahrscheinlich laufen. Das Problem ist, dass an der Nockenwelle, Kurbelwelle, Turbo sich schon Riefen gebildet haben. Du hast dir das Auto jetzt gekauft, hast es in Ordnung gebracht, also den Öldruck. Und irgendwann wird der Motor sich natürlich viel schneller verschleißen, weil er schon ziemlich angegriffen wurde. Deswegen schreibt mal alles unten in die Kommentare zum Thema Öldruck, wer sich damit auskennt und wer auch diesen Motor kennt. Und ja, ich würde euch jetzt einfach nur gerne zeigen, wie man Öldruck misst, was für ein Öldruck da herrschen muss, wo man den Öldruck misst und was man dafür benötigt. Ich würde sagen, los geht's. Ja, das ist nämlich dieses Schätzchen. Das ist fast der gleiche Motor, der in dem Golf 5 drin war. Nur mit einer anderen Motorkennbuchstaben. Und ein bisschen, hier ist umgeändert, hier kriegt man den Ventildeckel, glaube ich, besser ab. Ja, egal, darum geht es aber nicht. So, den Schlauch haben wir abgemacht und dann lief der auch. Dann kriegt er Luft gesaugt, beziehungsweise hier kommt auch Luft wieder raus. Ich vermute, dass die Hydrostößel auch wirklich trocken sind und dass da nicht ziemlich viel passiert. Aber er läuft einigermaßen. So, also Pumpedüsemotor, Öldruck messen, das machen wir einmal am Ölfilter.
Jetzt sieht man das Ganze einigermaßen. Und ich zoome euch mal ran. Das hier ist der Öldruckschalter bzw. Öldrucksensor. Den müssen wir einmal abschrauben. Ja, 24er Ringmaul. Erst einmal lösen. Warum lösen? Weil wir den Stecker nicht abbekommen, wenn wir den nicht auf die richtige Position drehen. Da ist nämlich noch ein Stecker drauf. So. So. Stecker ist ab. Und dann haben wir den Öldruckschalter, Öldrucksensor. So sieht er aus. Jetzt haben wir einen Adapter, wo wir ein Manometer draufstecken können und den Adapter reinschrauben können. Den setze ich mal eben an. Und ziehen den Adapter einmal fest. So, er ist drauf. Ja Leute, und so kann das Ganze dann aussehen, wenn der Adapter drauf ist. Er soll bei 2000 Umdrehungen mindestens 2 bar Öldruck haben, bei 80 Grad. Es macht jetzt natürlich überhaupt gar keinen Sinn, den Motor auf 80 Grad zu bringen. Wir gucken, ob er überhaupt Öldruck hat. Ich weiß, dass er keinen Öldruck hat. Ich habe das schon mal gemacht. Nur, wenn ich jetzt die nächsten Schritte schon abfilme, finde ich, fehlt dieser Schritt hier, wie man Öldruck misst. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was er zeigen wird. Ja Leute, das zu dem Thema. Der hat keinen Öldruck. Ölfilter hatte ich auch schon mal reingeguckt gehabt. Nicht, dass der verstopft ist oder sonst irgendwas. Aber man hat auch am Ölfilter gesehen, dass das Ölfiltergehäuse trocken ist. Also das ist schon ein sehr heftiges Zeichen, dass da kein Öldruck herrscht. Ja, wir gehen jetzt die nächsten Schritte. Wird sein, dass wir die Ölwanne unten abmachen, uns das Sieb angucken. Wir gucken uns den Imbus an, die Ausgleichswellen, gucken uns, ob der Imbus, also was ich schon alles am Anfang erzählt habe, gucken, ob das Imbus heile ist, holen das mal raus, gucken uns das Ganze an, gucken, ob Spiel ist in der Ausgleichswelle, gucken, ob die Ölpumpe quasi angetrieben wird. Das gucken wir uns an und dann gucken wir mal, was hier im Endeffekt alles nachher kaputt sein wird, wenn wir wieder Öldruck haben. Also im nächsten Schritt werden wir suchen, wo unser Öldruck hin ist. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt das alles unten in die Kommentare. Was mir jetzt noch spontan eingefallen ist, Öl ist natürlich auch drin. Also kontrolliert natürlich auch den Ölstand. Nicht, dass der Motor kein Öl hat. Also Ölstand passt natürlich. Nicht, dass jetzt einige Leute in die Kommentare schreiben, prüft mal den Ölstand. Also Öl ist natürlich da, Ölwechsel wurde vor kurzem gemacht. Das passt alles. Also, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, schreibt alles unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!